Halloween ist ein Fest voll Hexen und Teufel. Aber wo kommt Halloween eigentlich her? Weißt du, wo Halloween herkommt? Sagt Wikipedia hier die Wahrheit? Wir waren auf keltischen Seiten und haben geforscht und haben dieses Video für euch zusammengestellt, um dir zu sagen, wo Halloween eigentlich herkommt und was für ein Fest wir da mit unseren Kindern feiern. Halloween ist am 31. Oktober, das weißt du wahrscheinlich, dem Abend vor dem katholischen Feiertag Allerheiligen. Deswegen haben wir auch an dem nächsten Tag schulfrei. Daher hat Halloween auch seinen Namen, All Hallows Eve. Das bedeutet Abend der Allerheiligen. Entgegen der öffentlichen Meinung, Halloween sei eine amerikanische Erfindung, die in den letzten Jahren nach Deutschland geschwappt ist, hat Halloween seinen Ursprung eigentlich in Europa. In Irland wurde dieses Fest bereits früh als Brauchtum gefeiert. Durch die irischen Auswanderer kam es dann in die USA. Also, Halloween hat keltische Wurzeln. Und jetzt wird es mystisch. Sicher ist, dass die Kelten am 31. Oktober das Samhain-Fest zum Ende des Sommers feierten. Parallel zur Walpurgisnacht am 30. April. Kennen vielleicht einige in Deutschland auch als Hexennacht. Laut keltischen Traditionen steht in dieser Nacht das Tor zur Totenwelt oder andere sagen auch Anderswelt offen. Die Menschen fürchteten sich, da sie glaubten, die Geister der Toten können in ihre Welt kommen und sich an den Lebenden rächen. Daher verkleideten sie sich als Tote, um von den Toten, die auf die wirkliche Erde kommen, nicht erkannt zu werden. Außerdem brachte man dem Totengott Crom Cruach Fruchtbarkeitsopfer, sogenannte Blutopfer. Tieropfer waren dabei genauso die Regel wie Opfer von kleinen Kindern. Wir haben die ganzen Quellen übrigens alle unten in unserer Infobeschreibung. In den Jahren extrem schlechter Ernten wurden bis zu 2/3 aller erstgeborenen Kinder geopfert. Dazu wurden sogenannte Knochenfeuer entzündet, in denen die Opfer verbrannt wurden. Die Druiden, also es waren die Priester der Kelten, segneten die Feuer. Man geht davon aus, dass vor rund 2000 Jahren das erste Halloween-Fest in Irland gefeiert wurde. Auch heute noch gibt es Samhain-Feste im keltischen Brauchtum. Und jetzt zu heute, die Kontaktaufnahme zu den verstorbenen Ahnen ist dabei einer der Gründe, warum wir heutzutage Teller mit Süßigkeiten rausstellen und den Kindern Süßigkeiten geben. Was den tiefen Hintergrund von Halloween betrifft, gibt es immer wieder Aussagen von Historikern, dass dies nur ein Mythos sei. Dennoch sind die keltischen Traditionen vielerseits belegt. Außerdem reichen sie teilweise bis in die heutige Zeit. Auf der Homepage des Keltenvereins wird die Durchlässigkeit zur Totenwelt als Möglichkeit dargestellt, mit den Ahnen, also den Toten, Kontakt aufzunehmen. Dabei wird betont, dass man davor keine Angst haben müsse. Okay, gut, aber was sagt jetzt eigentlich die Bibel dazu? Betrachtet man diese ganzen Zusammenhänge, dann wird eins klar. Halloween ist ein okkultes Fest mit einer schrecklichen Geschichte. Die Frage ist also, sollten wir uns als Christen dazu positionieren? Zum Thema Totenbeschwörung ist die Bibel ziemlich klar. Wir sollen auf keinen Fall versuchen, mit den Toten Kontakt aufzunehmen. In der Bibel steht, wendet euch nicht an Wahrsager oder an Leute, die die Geister der Toten befragen. 3. Moses 19,31. In der Bibel steht auch, Saul fand den Tod, weil er dem Herrn untreu geworden war. Er hatte seine Weissagungen nicht befolgt und sogar eine Totenbeschwörerin befragt. 1. Chronik 10,13. Und was das Feiern von Festen mit okkultem Hintergrund betrifft, gibt es ebenfalls eindeutige Aussagen in der Bibel. In 4. Mose 25 wird die Geschichte beschrieben, in denen die Israeliten zu den Opferfesten der Moabiter gegangen waren. Sie feierten mit den Moabitern, aßen von ihrem Opferfleisch und warfen sich schließlich sogar vor dem Moabitergott Baal zu Boden. Für die betroffenen Israeliten hatte das kein gutes Ende. Gott sagt in den 10 Geboten, dass er ein leidenschaftlich liebender Gott ist und er möchte nicht, dass wir uns mit fremden Göttern beschäftigen. 2. Moses 20, Vers 5. Jesus liebt uns so sehr, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat, damit wir mit ihm zusammen sein können. Johannes 3,10. Er möchte uns das Leben in Fülle schenken. Johannes 10,10. Dazu passt die Verherrlichung von Tod, Geistern oder Angst überhaupt nicht. Doch sollten wir als Christen darüber nachdenken, ob wir ein Fest feiern wollen, das erstens einem anderen Gott geweiht war, dem Totengott der Kelten, zweitens eine grausame Geschichte hat
mit den Opfern von Kindern als Fruchtbarkeitsopfer. Und drittens bewusst auf den Kontakt mit der toten Welt ausgelegt war und ist, also der anderen Welt. Ihr erinnert euch. Dabei geht es nicht ums Spaßverderben. Deutschlandweit finden an Halloween genauso wie an der sogenannten Hexennacht, 30. April, kennen vielleicht von euch, einige coole und interessante christliche Festivals statt. Und wenn keins in deiner Nähe ist, dann kannst du gerne eine Party organisieren, die Jesus im Hintergrund hat und nicht das eines bösen alten Gottes, den es überhaupt nicht gibt. Also solltest du Halloween feiern? Ganz sicher nicht. Ich meine, was würdest du sagen, wenn in 100 Jahren plötzlich die Kinder von Haus zu Haus gehen mit SS-Uniformen und Süßigkeiten sammeln würden? Es wäre unvorstellbar, wenn die Kinder sich als Nazis verkleiden würden, weil wir genau wissen, das war eine furchtbare Zeit in unserem Land und das wäre schlimm, wenn die Kinder in der Zukunft sowas machen würden. Und genauso ist es auch. Es wurden so viele Hunderte von Kindern, unschuldige Kinder wurden verbrannt und getötet und wir feiern heute dieses Fest und verherrlichen dieses Fest auch noch. Also nein, du als Christ solltest ganz sicher kein Halloween feiern, aber es gibt coole andere Veranstaltungen, also besuch doch die. Du darfst uns gerne abonnieren. Ich weiß, es war ein kniffliges Thema, vielleicht abonnierst du uns jetzt deswegen nicht, aber dann sehen wir uns wieder.